بابا يا الله يسر ولا تعسر. Läuft. Wir sind hier nur wenige Minuten vom Zentrum Damaskus entfernt und plötzlich sieht es aus wie eine andere Welt. Das hier ist Karbun, ein Ort, der dir zeigt, wie sich das Leben hier verändert hat. Ab 2012 war das hier eines der umkämpften Gebiete rund um Damaskus. Viele sind geflohen, haben alles verloren, unzählige leider auch ihr eigenes Leben. Was 2011 begann als Protest im Zuge des arabischen Frühlings, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der schlimmsten Kriege unserer Zeit. Viele sind in den letzten Jahren zurückgekommen und haben versucht, hier alles wieder aufzubauen. Aber hier gibt es wenig Infrastruktur. Sehr vieles ist zerstört worden. Aber Heimat kann man nicht einfach ersetzen. Heimat ist ein Gefühl. Das ist Verbundenheit. Hier sieht man überall noch die Einschusslöcher vom Krieg. Das ist schwer greifbar, hier zu stehen. Hier haben Menschen, Familien, haben hier einfach ihr alltägliches Leben gelebt bis zum Krieg. Also wenn man an so einem Ort steht, das verändert deinen Blick. Das ist schwer greifbar und noch schwerer, sich das wirklich vorzustellen, wie das gewesen sein muss hier. Das ist... Ja, mir fehlen die Worte sogar. Überall liegt hier Schutt, Steine. Es wurde natürlich schon etwas aufgeräumt, versucht wieder aufzubauen, aber die Erfahrung am eigenen Leib, die vergisst man nicht. Die ist schwer zu verarbeiten. Und wenn man sich hier mal die Häuserfronten anguckt, diese ganzen Löcher, ein paar kleine, ein paar große, das sind alles Rückstände von Schusswechseln. Wie viele Menschen hier ihr Leben verloren haben. Und das ist ja nur ein Vorort von Damaskus. Da gibt es sehr viel mehr. Wir fahren gleich auch noch zu einem anderen, nach Djoba. Es war wahrscheinlich das schlimmste Schlachtfeld des Krieges. Aber der Nationalstolz, der ist vorhanden. Wenn man sich hier die Adler anguckt. Die Menschen wollen das hier alles wieder aufbauen. Und das finde ich gut. Aber man sollte nicht vergessen, was die Leute hier hinter sich haben. Hier sieht man überall die Schusslöcher, Digga. Überall. Der Alltag geht hier weiter, als wenn nichts passiert ist. Wahnsinn. Also ich kann mich da schwer reinversetzen. Das macht auch wirklich sprachlos, an so einem Ort längs zu gehen. Trotzdem existieren hier wieder kleinere Geschäfte, wo man frisches Obst und Gemüse kaufen kann.
Und falls ihr euch wundert, warum wir einen Rucksack auf den Schultern haben, ja, das liegt daran, dass es gleich weitergeht. Für uns geht es gleich weiter. In den nächsten Ort, immer weiter. Und wenn euch solche Einblicke gefallen, dann lasst doch ein Abo da, ein Like, einen Kommentar. Schickt es weiter. Denn das, was hier passiert ist, das sollte man nicht vergessen. Das muss man einfach mal wirken lassen. Was sagst du dazu? Traurig. Traurig, ne? Aber es ist schon viel besser als erwartet wieder. Ja, die Menschen, die machen weiter. Die kehren zurück in ihre Heimat, bauen alles auf. Mit den wenigsten oder mit den wenigen Mitteln, die sie haben, bauen sie alles wieder auf. Das ist schon beachtlich, ne? Was die Leute hier erlebt haben müssen. Das ist, glaube ich, schwer zu verarbeiten. Und wie viele Leute und Familienangehörige sie verloren haben. Also das ist schon, da kann man schon ein bisschen sentimental werden, ohne dass man damit irgendwas zu tun hatte, aber das ist schon, das ist heftig. Du siehst hier überall Einschusslöcher. Ja, das ist irgendwie unvorstellbar. Das sind hier alles Einschusslöcher. Es ist unvorstellbar, wie schlimm das hier gewesen sein muss. Und wie schwer das hier immer noch für die Menschen ist. Mit einfachsten Mitteln. Ich meine, hier hängen überall Stromkabel, aber ob das wirklich alles so immer so funktioniert, wie es sein soll. Und Abwassersysteme, weiß ich nicht, ob die noch großartig vorhanden sind. Wahrscheinlich auf primitive Art und Weise noch. Das ist schon... Überall Löcher. Ja, und wenn das hier schon so schlimm aussieht, will ich gar nicht wissen, wie Jobar aussieht. Da fahren wir gleich als nächstes noch hin. Bevor es für uns, wie gesagt, weitergeht. Deswegen haben wir auch den Rucksack auf. Auf jeden Fall, die Gastfreundlichkeit hier in diesem Land, die ist einfach unglaublich. Die Menschen haben wenig, die geben aber viel. Die geben dir alles, was sie haben. Und die wollen eigentlich gar nichts zurückhaben. Kommt man sich ein bisschen schlecht vor, aber das sind richtige Ehrenleute hier. Ja, überall sieht man nur Zerstörung, ne? Zum größten Teil. Und da auch wieder in dieser Wand diverse Löcher von unten bis oben. Die Löcher gehen bis da oben. Das ist unglaublich. Was hier für ein Krieg gewütet hat, ne? Wow. Aber wie gesagt, einige Leute sind zurückgekehrt, machen hier weiter, bauen das Ganze auf.
Und das Wichtigste ist, die sind alle freundlich. Alle freundlich. Salam alaikum. Alle extrem freundlich. Keiner ist hier böse darüber, dass man hier mit der Kamera rumläuft. Ich will euch nur mal die Eindrücke zeigen, die ich hier gerade erlebe. Das, was Krieg hinterlässt. Ja, hier wurde noch nicht so viel aufgebaut wieder. Auch da oben im Hochhaus sieht man überall Löcher. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Aber es sind einfach überall Löcher. Wie schlimm muss das sein, unter diesen Umständen aufzuwachsen, wo ich die Kinder gerade hier sehe. Na gut, die meisten waren wahrscheinlich noch nicht auf der Welt, aber die Jugendlichen, die ganzen Familien, die viele Leute verloren haben, Existenzängste. Alles von heute auf morgen zu verlieren. Stellt euch mal vor, ihr müsst morgen plötzlich eure Wohnung verlassen. Von jetzt auf gleich. Also wenn die Leute vor deiner Haustür stehen, dann flüchtet ihr auch. Also so ehrlich muss man sein. Und dann vielleicht zu überlegen, wer darf flüchten, wer muss zurückbleiben, weil eine Flucht kostet ja auch Geld. Da verdienen sich ja einige eine goldene Nase bei. Das sind Entscheidungen, die ich nicht treffen möchte. Und das sind Erlebnisse, die ich nie erleben möchte. Und ich hoffe für die Leute hier in Syrien, dass die Lage hier jetzt besser wird und hier alles wieder zur Normalität wird, hier Ruhe einkehrt und dass sich das Land stabilisiert, wieder aufbaut. Das wäre wunderschön, das würde ich den Leuten hier wirklich von Herzen wünschen. Ja, hier sieht man auch überall über dem Balkon die Einschusslöcher. Das sieht sogar noch so schwarz aus, das könnte Feuer gewesen sein. Wahrscheinlich hat das mal gebrannt hier. Aber trotzdem geht das Leben hier weiter. Wie man hört, wird da oben auch wieder gebaut. Also Stillstand gibt es nicht. Stillstand gibt es nicht. Aufstehen und weitermachen. Das hier ist die Devise. Ja, wie es scheint, haben sie da schon wieder alles so ein bisschen ausgebessert. Die Löcher sind nicht vorhanden. Da waren sicherlich mal Löcher, wenn man sich das Gebäude daneben anschaut. Und wenn man sich vor allem dieses Gebäude hier anschaut, ist ja absoluter Wahnsinn. Aber man sieht hier eine Klimaanlage noch hängen und die Fenster sind heil, beziehungsweise sind da überhaupt Fenster, weil auf den anderen Etagen sind ja keine. Ich würde davon ausgehen, dass da oben jemand wohnt. Und sonst wird wohl alles leer sein. Das ist heftig. Das ist schon richtig heftig. Das ganze Stahlbeton hängt hier schon durch. Was da wohl alles runtergekommen ist. Und überall, man sieht wirklich überall Einschusslöcher. Die Decke sieht auch nicht mehr so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Die hängt ganz schön durch. Hier auch die Löcher. Ja, der Krieg entstand aus Protesten im Zuge des arabischen Frühlings. Ja, was ist das überhaupt? Da haben die Leute gekämpft für bessere Lebensbedingungen, für Freiheit. Und das ist ja so ein bisschen im arabischen Raum auch so übergeschwappt und hat überall etwas entfesselt. Ja, ich wäre hier gerne reingegangen, aber
Ist abgeschlossen. Die paar wenigen Leute, die hier wohnen, haben wohl abgeschlossen. Aber der Boden hier sieht noch ziemlich gut aus. Also wenn man das hier sieht, dann denkt man, ja, hier ist gar nichts passiert. Und dann guckt man hier und dann denkt man, ja, wie lange steht dieses Gebäude noch? Hält die Statik? Ich meine, hier hängt ja überall etwas runter. Aber man würde wahrscheinlich zurückkommen. Das ist ja schließlich deine Wohnung gewesen, deine Heimat. Da hast du vielleicht gesehen, wie deine Kinder erwachsen werden, aufwachsen. Heimat bleibt für immer in deinem Herzen. Das verlässt man nicht so einfach. Die Erinnerungen, die da dranhängen, die Geschichten, die schönen Momente, die vergisst man nicht. Ja, Freunde, das hier war Kabun, ein kleiner Gang durch dieses sehr zerstörte Viertel. Und ich hoffe, ich konnte euch das hier ein bisschen näher bringen. Das, was die Leute hier wahrscheinlich durchlebt haben, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Aber ich hoffe, ihr versteht das jetzt vielleicht auch ein bisschen besser und habt es mal mit eigenen Augen gesehen, was Krieg hinterlässt. Zerstörung, Trauer, Armut. Selten Gutes. Wie gesagt, fahren wir jetzt nochmal nach Jobar. Ein Viertel, was fast komplett zerstört wurde. Mal gucken, wie es da aussieht. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst ein Abo da, ein Like, einen Kommentar, schickt es weiter und begleitet mich auf meiner weiteren Reise. Bis dahin, haut rein.